Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute schauen wir uns gemeinsam das erste Prinzessinnenschloss von 1998 an. Vor dem Märchenschloss gab es schon den Feenwald von 1995. Den Drachenkämpfer habe ich euch schon gezeigt, mit dem großen, vollbeweglichen Drachen. Er kann Feuer spucken, hat Flügelarme, Pfeilschwanz und ist mit echten Metallketten gefesselt. An der Brust trägt er einen transparenten Rubin. Die Rettung naht, der blond gelockte Prinz reitet vorbei, mit seinem langen Flammenschwert und dem Einhorn gerüsteten Pferd. Ebenfalls bei der neuen Burg habe ich euch die Magierruine gezeigt. Ein kleiner Turm, zusammengesetzt aus Ruinenelementen. Im ersten Stock der mächtige Zauberer studiert die alten Zaubersprüche im goldenen Buch. Im Alchemielabor übt der Zauberlehrling, hat schon einen Flaschengeist aus der Korbflasche hervorbeschworen. Es gibt transparente Neonelemente, wie zum Beispiel das Spinnenwebengitter im Fenster. 1995 gab es auch die orientalische Prinzenfamilie, Prinzessin mit Goldhaube, Prinz mit reich verziertem Turban und Thronfolger in der Wiege mit der goldbestickten Krone auf dem Bettchen. Es gab auch einen fliegenden Teppich, das ist allerdings nicht das Original, sondern das ist die Neuauflage aus Playmobil Plus. Der Teppich hat 4 Haltegriffe, bietet Platz für 4 Personen wie ein moderner Kleinwagen. Das arabische Schriftstück stammt aus dem Originalset. 1995 gab es noch Feen und einen Felsentempel, den habe ich leider nicht. Ich habe die Einhornquelle von 1997. Im Hintergrund eine hohe Tanne, ein schönes Felsenelement mit 2 Bäumen. An der Spitze der Felsen entspringt ein Wasserfall, dieser mündet in einen kleinen Waldteich mit Seerosen. Die gelbe Fee wacht über die Geschöpfe des Waldes, Eichhörnchen, Rehe, Enten, Hasen und den Frosch. Es ist auch das Einhorn dabei, der Einhornritter fehlt mir leider. Die Igel gehören nicht zu diesem Set, es gab noch 2 Waldsets mit grünen Waldgeistern und Zwergen. Eine Einzelfigur war der Druide mit Farn und Pilzen. Mit seiner langen Stabsichel schneidet er die Heilpflanzen und sammelt sie in seinem Beutel. Er hat eine Wolfshaube und einen Wolfsumhang. Ebenso ein Einzelfigurenset war der mächtige Feuerzauberer. Er entsendet transparente Blitze und wacht über das große lodernde Feuer. Hier habe ich einen Waldtroll, eine kleine Kinderfigur, in ein Wurzelelement eingesetzt, mit einem dunklen Gesicht, einem grünen Bart und auf dem Hut als Tarnung ein Pflanzenelement aufgehängt. In der Hand einen langen Wurzelstab mit einem neongelben Kristall. Es gab noch sehr viele verschiedene Zauber- und Feensets, auch in der Special-Serie 2000-2001, und diese Zwerge waren eine Serie als Geschenk im Restaurant von Karstadt. Damals versuchte Playmobil noch die verschiedenen Spielwelten zu verbinden. Bei der Burg von 1993 taucht der Drache aus dem Zauberwald von 1995 auf und beim Zauberwald sieht man im Hintergrund das Traumschloss, das Märchenschloss von 1998. Eine alternative Spielwelt für Mädchen. Bisher hatten sie ja das historische Puppenhaus von 87. Entschuldigung, von 89. In der Packung vom Traumschloss war ein großes Poster dabei. Wir sehen hier wieder das Bild mit dem Zauberwald und dem Traumschloss im Hintergrund. Auf der Vorderseite des Posters sieht man das ganze Traumschloss.
Das Traumschloss kann man laut Bauanleitung in 2 Varianten bauen, die symmetrische Variante oder eine asymmetrische Variante. Der Vorteil vom System X, man braucht überhaupt keine Bauanleitung, man konnte bauen, wie man wollte. Die verschiedenen Grundplatten, Säulen und Wandelemente passten alle perfekt zusammen. Man hatte hier eine sehr große Möglichkeit, kreativ zu bauen. Das System X war 97 neu und 98 gab es schon die vielen neuen Sonderteile, die für das Traumschloss notwendig waren. Es ist sehr offen gebaut, mit Säulen, oft ohne Wandelemente. Wir haben gebogene Bodenelemente mit Viertelkreisen, Halbkreisen und mit verlängerten Elementen. Wir haben sehr schöne verzierte Brüstungen, die gewundenen Stiegenaufgänge, die Bögen. Auch die Wandelemente sind gebogen, gebogene Fensterelemente mit sehr schönen verzierten Fenstereinsätzen. An den Säulen gibt es außen noch Anbauten, damit die Säulen dreidimensional werden. Gekrönt werden sie von den typischen schlanken Türmchen und das ganze Schloss hat eine riesengroße Kuppel mit einer Laterne. Die Kuppel besteht aus Viertelsegmenten. Aus 4 Segmenten könnte man eine runde Kuppel machen. Beim Schloss wurde die Kuppel mit 2 geraden Dachelementen verlängert und vorn wurde ein großer Giebel aufgesetzt. Den Giebel kann man aufklappen und man kann im Dachboden die geheimen Schätze verstauen. Unter der Kuppel befindet sich das Schlafgemach. Es sind 2 gebogene Gardinenstangen angebaut mit echten Gardinen, die von Vorhanghaltern gehalten werden. Das Schlafzimmer kann man mit einer Faltwand als Sichtschutz verschließen. Sehr schön sind auch die Wandlampen und die vielen Blumen, die als Dekoration verwendet werden. An einem Gardinenhalter hängt an einer Kette der wunderschöne, transparente Kronleuchter in Neongrün und Blau. Er beleuchtet wunderbar den großen Empfangssaal. Das Schloss hatte einen fertig eingerichteten Thronsaal, allerdings nicht mit diesem goldenen Thron von 2005, sondern nur mit diesem Podest und dem Pfauenhintergrund, den 2 gläsernen Pfauen. Das Königspaar musste auf den Hockern Platz nehmen. Der goldene Thron kam erst 2005. Der König ist eine Dickbauchfigur mit einem mächtigen Backenbart und Schnurrbart, einem Zauberermantel und einer geschlossenen Krone. Die Königin ist eine Frauenfigur mit einem schmalen Rock, aber es kommt jetzt auch der neue Reifrock, der aus 2 Elementen zusammengeklemmt ist. Hinten hat er noch eine Masche und die Ballfigur wird vervollständigt durch ein wunderschönes Dekolleté mit einer schönen Kette. Die 3. Figur im Set war die Burgwache. Der Helm stammt von der Nürnberger Stadtwache von 77 und auch die Hellebarde, allerdings nicht mehr glänzend verchromt, sondern nur goldfarben. Es ist auch eine neue Standarte dabei. Zum Traumschloss gab es im ersten Jahr 3 Einrichtungssets. Einmal die festliche Tafel. Wir haben 5 Figuren dabei. Die lange Tafel steht auf 2 unterschiedlichen Tischgestellen. Es sind 6 Stühle dabei. Wir haben 2 Prinzenpaare. Einmal der rote Prinz mit dem Lilienmuster und dem goldenen Vlies, mit der gelben Prinzessin, mit dem schönen Dekolleté, aber ohne Reifrock, nur mit einem schmalen Rock von 87. Das zweite Prinzenpaar mit dem blauen Prinz und der roten Prinzessin, ebenfalls ohne Reifrock. Der Diener trägt die Köstlichkeiten auf die Tafel.
Viele Südfrüchte sehen wir hier. Wir sehen auch die Pferdeäpfel in roter und in oranger Farbe. 2 transparente Kerzenleuchter, transparente Weingläser und goldene Teller. Das war das Set vom Esszimmer. Dann gab es noch das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer-Set hatte 2 Figuren. Wir haben ein Sofa, Fußschemel und einen mächtigen goldenen Schaukelstuhl, einen Beistelltisch mit transparenter Blumenvase, den obligatorischen goldenen Kerzenständer, eine Blumenvase und die 2 Figuren Prinz und Prinzessin. Die Prinzessin spielt auf der Harfe. Sie ist auch in Neongrün transparent gestaltet und es ist noch ein Katzenkorb mit einer erwachsenen Katze und 2 jungen Kätzchen dabei. Das dritte Set von 98 war das Schlafzimmer, ein wunderschönes Himmelbett mit Plastikvorhängen, gekrönt von einer Krone, links und rechts eine Schleife, ein Kerzenständer, eine Schatztruhe war dabei, ein Frisiertisch mit einem Spiegel und einer Puderdose, Handspiegel und Handkamm, und das Set enthielt eine einzige Figur, eine Frau im Schlafrock mit goldenen Sandalen. Auf dem alten Haarelement von 76 ist jetzt ein neuer geflochtener Zopf aufgesteckt. Allerdings fehlt mir hier noch der goldene Schmuck, der oben noch eingesteckt ist. Es war noch ein Hocker dabei und das war die ganze Einrichtung von 1998. 1999 kamen 3 weitere Sets dazu. Eines davon das Badezimmer. Beim Badezimmer war eine Magd dabei, die die Badewanne vorbereitet, eine gläserne, transparente Badewanne, ein goldener Handtuchhalter, ein Beistelltisch mit einer Waschschüssel und einem Wasserkrug. Der Badeschwamm war in einer Muschel drinnen. 1999 gab es auch das schöne Set mit den Königskindern und dem Papageienkäfig. Die Mädchen bekamen jetzt auch Röcke, die es vorher nicht gab. Die Kinder haben Kronen auf. Der Papageienkäfig hat Goldfassung und eine Goldkrone. Das Gitter ist aus grün-transparentem Material. Auf einer Sitzstange sitzt der Papagei in seinem goldenen Käfig, genauso wie die Kinder. Das dritte neue Set von 99 war die gelbe Prinzessin mit dem Brunnen und dem Froschkönig, ein goldener Frosch. Der Brunnen ist mit einer Pfauenfigur verziert. Die gelbe Prinzessin hat wie die Königin Reifrock Dekolleté, hinten die Masche und statt der Krone ein Diadem. Wie ging es weiter mit dem Prinzessinnenschloss? Das Traumschloss von 98 wurde 2020 als Traumpalast wieder identisch mit denselben Figuren neu aufgelegt. Allerdings ist es seit heuer wieder aus dem Sortiment herausgeflogen. Das Originalset blieb bis 2005 im Sortiment, dann wurde das Prinzessinnenschloss erneuert. Es wurde stark verkleinert, das mittlere Stockwerk fiel weg. Die Farbe war nicht mehr violett, sondern rosarot, und dafür gab es links und rechts als Erweiterung die Schlossküche und die Schatzkammer dazu. Bei den Figuren haben wir den alten Reifrock für die alte Figur. Ab 2000 gab es ja dann die
Hüfte, die nicht mehr so abgestuft war, und für diese Hüfte gab es dann später auch einen neuen, etwas schmäleren Reifrock. Das sind die zwei legendären Prinzessinnen, die gelbe Froschkönigin und das blaue Schneewittchen aus der Features-Serie Nummer 4 von 2014. Die Kinder bekamen 2005 auch ihren Reifrock auf dem Rock. Es gab ja dann später Badefiguren und diese bekamen dann 2013 Anziehkleider oder sie bekamen auch fixe, schlanke Röcke. Dass die Figuren nicht sitzen können, ist ja kein Problem, weil auch mit dem Ballkleid kann man sowieso nicht sitzen. Hier habe ich noch das legendäre Schwanenboot, auch ein sehr nettes Set. Für die Bewachung der Burg verwende ich die Garde. Ich habe ja keine neuen Piraten. 2001 ist in der Piratenserie sind die Gardesoldaten herausgekommen mit dem Admiral, mit der dicken Bertha. Die Bewachung des Märchenschlosses ist ja in Form von der Goldenen Stadtwache, aber auch die Garde passt ja ganz gut dazu. 2001 die dicke Bertha, es gehört hier ein weißes Pferd. Wir haben hier diesen Wagen, den kennen wir schon, Planwagen der Marke Tenterin. Man kann hier auch das Fass vom Räubergelage transportieren. Es gibt auch einen Heuwagen mit Geheimversteck und hier ist eben die Kanone. Die Gardisten sind sehr schön gestaltet mit einer schönen Bedruckung. Später werden dann auch die Hosen schön verziert. Die Kanonenkugel werden mit dem Handwagen transportiert. Es sind sehr große Kugeln, die man in die Kanone einstecken kann und die Kanone schießt auch ganz gut und sehr weit. Wir haben noch weitere Gardisten, zum Beispiel diese Figur war bei der Hochzeitskutsche 2005 dabei. Es gab schon beim Puppenhaus eine Hochzeitskutsche, allerdings die alte Kalesche. Hier haben wir jetzt eine wirklich neue Hochzeitskutsche für das Königspaar mit einer Krone am Dach. Ich habe hier einfach nur einen Ausflug der Königsfamilie dargestellt. König, Königin, Prinz, Prinzessin, Gardisten mit Livret habe ich als Diener verwendet, die kann man gut hinten draufstellen, ebenfalls als Kutscher und als Wache. Es sind neue Pferde mit einer neuen Anspannung angespannt. Das ist die Königskutsche von 2005, allerdings nicht mit der Originalzusammensetzung, sondern selbst zusammengestellt. Zum Schluss möchte ich euch noch die Märchenwelt zeigen. Mit Playmobil kann man ja sehr schön und sehr flexibel die verschiedenen Märchen nachstellen. Es begann 1996 mit dem Aschenputtel als Special Set. Das ist hier nicht das richtige Set. Ich habe hier nur die verschiedenen Sets ein bisschen nachgestellt. Dann gab es 99 gab es dann das Rotkäppchen mit dem Wolf, immer noch eine alte Kinderfigur ohne ausgeformte Schuhe, das kleine Rotkäppchen mit dem gefährlichen Wolf. Ab 1900, es gab dann auch ab 2006 richtige Märchensets. Es gab 3 verschiedene Märchenbücher. Die Packungen, ich habe hier eine Originalverpackung von Hänsel und Gretel, waren in Buchform gestaltet. Es gab dann noch ein kleines Lesebuch dazu, das war eigentlich nichts Besonderes, in verschiedenen Sprachen und mit gezeichneten Playmobil-Figuren. Die Figuren habe ich hier Hänsel und Gretel aus dem Set. Die Hexe selbst stammt nicht aus diesem Set. Die Hexe mit ihren schlechten Zähnen, mit der Brillennase, die aufgesetzt ist, eine sehr nette Figur für die Kinder, sehr gut zum Märchenerzählen.
Beim Schneewittchen-Set war der Glassarg dabei mit diesem Schneewittchen. Allerdings waren die Zwerge Kinderfiguren. Ich habe hier 7 echte Zwerge nachgebaut aus Erwachsenenfiguren mit den kurzen Zwergenbeinen. Die böse schwarze Königin mit den vergifteten Äpfeln ist ein Special Set. Hier ist noch der Prinz. Hier sehen wir Dornröschen mit dem Spinnrad. Ich habe hier die Figur von Schneewittchen dazugestellt. Es gab auch einen langen Zopf für Rapunzel. Der junge Prinz klettert schon eifrig dem gesperrten Turm hinauf. Froschkönig mit Brunnen, Goldesel mit Goldmünzen. Bei Playmobil kann man alles perfekt kombinieren und nachspielen. Mit diesem Überblick bin ich auch schon am Ende des Videos. Ich bedanke mich dass ihr zugesehen habt. Das nächste Mal geht es weiter mit System X. Ich versuche die System X-Stadt mit der Eisenbahn aufzubauen. Auf Wiedersehen.